Du hast mich umgebracht. Das habe ich nicht. Hör auf damit. Philipp, wach auf! Was ist? Du hattest einen Albtraum. Willst du, dass unsere Beziehung kaputt geht, weil du das Ganze nicht abschließen kannst? Und dieser Prokop, jetzt zerreißt er nicht nur meinen Artikel in der Luft, jetzt macht er mich auch noch im Radio fertig. Nein, bleib, Nicola. In der asiatischen Mythologie gibt es die Vorstellung, dass die Seele, wenn der Mensch schläft, zu den Sternen reist. Und darum sollte man langsam und friedvoll aufwachen. Denn die Seele braucht Zeit, um den Menschen wieder ganz auszufüllen. Und weiter geht es in unserer Sendung Mythen und Märchen mit dem heutigen Themaschwerpunkt Kambodscha. Feminismus. Bereits vor 10.000 Jahren ein brandaktuelles Thema? Dazu Dr. Prokop. Das liegt doch auf der Hand. Eine Prinzessin, die sich in eine... Hey, diese Nummer mit diesem Maschendraht-Tante, das klang irgendwie nach deinem Dissertationsvortrag, den du letztens noch... Ist auch so. Aber dieser Prokop ist ein Idiot. Ach, ist das der Penner, der auch neulich deinen Artikel zerrissen hat? Mhm. Dann mach doch noch mal an. Ihre Kollegin Dr. Helena von Lahnstein hat zu dem Thema eine ganz andere Auffassung, die ich ganz schnell entkräften kann. Cool, ich war noch nie im Radio. Ich glaube, meine Kollegin hat sich da in etwas verrannt. Natürlich gibt es Märchen. Die Frage ist nur, welche Bedeutung wir ihnen beimessen wollen. Aber kommen Sie doch lieber heute zu meinem Vortrag. Und mehr zu diesem Thema heute Nachmittag mit Dr. Helena von Lahnstein und Dr. Herbert Prokop im Audimax der Universität Düsseldorf. Hat er gerade heute Abend gesagt? Ach du Scheiße. Ich habe die letzten Tage nur an meinen Vater gedacht und darüber alles andere vergessen. Ausgerechnet dieser Prokop, jetzt zerreißt er nicht nur meinen Artikel in der Luft, jetzt macht er mich auch noch im Radio fertig. Ach komm, dieser Prokop hat doch überhaupt nichts auf der Pfanne. Der ist ein Aufschneider und ein Angeber. Das hat man schon an dem Tonfall gemerkt. Den nimmt doch kein Mensch ernst. Er ist aber sowas wie der neue Shootingstar und wenn ich heute Abend versage, dann kann ich meine Karriere als Archäologin an den Nagel hängen. Sieht man denn überhaupt was, wenn es hell ist? Manche Planeten kann man morgens besonders gut beobachten. Venus zum Beispiel. Wenn man Glück hat, auch Merkur. Woher hast du das? Von meinem Großvater hat es mir zu meinem 12. Geburtstag geschenkt. Ein nautisches Teleskop. Das sieht sehr antik aus. Es ist über 100 Jahre alt. Vielleicht hat es den Kapitän eines Großseglers um Kap Horn begleitet. Ja, oder er hat damit seine Lieblingszofe beobachtet. Ich mach mich kurz fertig, dann können wir ja draußen die Venus anschauen. Ein andermal. Ich will hier lieber fertig werden. Und streng genommen ist die Venus auch nur ein Haufen Gas und Staub. Typisch Wissenschaftler. Moment mal, was soll das denn jetzt heißen? Na, dass Romantik für dich ein Fremdwort ist. So langsam wird die Sache interessant. Hey, Schatz. Justus hat mir gesagt, wo ich dich finde. Ich brauche noch haufenweise Bücher, muss noch meinen Text schreiben, eine Präsentation erstellen. Helena, hör mal. Dieser Prokop hat mich quasi zum Duell herausgefordert. Da kann ich doch nicht hingehen. Wie sieht denn das aus? Ich wollte doch nur sagen, dass... Ohne Kaffee am Morgen war mit dir noch nie zu spaßen, ne? Ich bin grauenhaft, oder? Ach was. Ich weiß einfach nicht, wie ich das schaffen soll. Keine Sorge, dein privater Büchersklave meldet sich zum Dienst. Da muss der Zementmischer eben mal ohne mich mischen. Unter Anwendung des 3. Kepler-Gesetzes können die Massen beider Sterne zu 28 bzw. 12 Sonnenmassen bestimmt werden. Und was ist das für ein Stern? Es handelt sich um einen Sternhaufen namens Ithaka Speckle BCD. Gott, das kann sich doch keiner merken. Wenn man bedenkt, wie viele Milliarden Sterne es gibt, ist es
Vielleicht gar nicht blöd, auf Zahlen auszubrechen. Und was ist an diesem so besonders? Ich habe ihn auf der Basis von Infrarotinterferometrie untersucht, um Erkenntnisse über die Genese massereicher Sterne zu bekommen. Ah, ja dann. Das war meine Dissertation. Du hast einen Doktor? Ich habe sie nicht beendet. Und warum nicht? Keine Ahnung, irgendwie kam mir das Leben dazwischen. Oder kannst du dir vorstellen, dass ich Nacht für Nacht durch ein Teleskop ins Universum starre? Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Warum machst du deine Diss nicht jetzt zu Ende? Du hättest doch Zeit. Ich will einen vernünftigen Job machen. Geld verdienen, arbeiten. Wissenschaft ist brotlose Kunst. Naja, aber als Astronom musst du doch nicht in der Wissenschaft bleiben. Du könntest doch zum Beispiel in die Wirtschaft gehen. Was ist mit Weltraumforschung? Leider ist die NASA nicht in Düsseldorf. Und da gefällt es mir im Moment sehr gut. Eta Carspeckle. Andi, was gibt es denn so Dringendes? Hallo Andi. Wir haben uns mal kurz in Antwerpen gesehen. Ja, hey Hagen, super. Wir brauchen dringend jede Hilfe. Wir wollten eigentlich gerade ins Krankenhaus. Zu Papa. Könnt ihr da vielleicht auch später hingehen? Helena braucht dringend unsere Hilfe. So, bitte sehr. So, und die Einwanderer kamen. Ich kapier das nicht. Hier steht, von 968 bis 1101 regierte der Sohn. Wir müssen uns beeilen. Was wollen wir hin? Da, kommst du noch mit? Ich lasse dich auf der Zielgeraden doch nicht alleine, na klar. Was dich denn nicht interessiert? Ich interessiere mich für dich. Das andere ist egal. Da. Ich habe übrigens noch ein bisschen Unterstützung besorgt. Was soll das heißen? Ach, nichts Besonderes, nur ein kleiner Kreis. Dann hat Lilly wieder geguckt, das war so süß. Kleiner Kreis, ja? Tja, das ist der kambodschanische Fanclub. Es gibt halt mehr Freaks, als man denkt. Nur Christian musste leider verzichten wegen Lilly. Und was macht mein Bruder hier? Naja, ohne den hätte das alles gar nicht geklappt. Der hat dieser komischen Uni-Bibliothekarin alle Bücher aus dem Kreuz geleiert, die bei dir auf der Liste standen. Dein Freund ist der reinste Sklaventreiber. Warum? Weil er euch gezwungen hat, hierher zu kommen? Also ich habe schon vor ein paar Tagen den Aushang in der Universitätsbibliothek gesehen. Hätten Sie mir bloß mal Bescheid gesagt. Jetzt bleib mal locker. Richtig kennen könnte man dich nachts wecken und du betest den Vortrag runter. Oh ja. Habt ihr diesen Prokop schon gesehen? Ist bestimmt der da vorne mit der roten Fliege. Oder der mit den zu langen Hosen. Sag mal, gibt's hier eigentlich gar keine Aperitifs? Na ja, klar, dass du nur deswegen da bist. Nein, nicht nur deswegen. Der Leiter des Symposiums, Herr Professor Dr. Hertel, ist ein alter Bekannter von mir. Aber wenn ich gewusst hätte, dass es keine Aperitifs gibt, kein Catering, da hätte ich mich doch drum kümmern können. Nachher gibt's bestimmt noch was. Wenn du nervös bist, guck diesem Prokop hier hin. Dann hat er trotzdem das Gefühl, dass du ihm die ganze Zeit in die Augen siehst. Danke. Auch, dass du geholfen hast. Hab ich gerne gemacht. Viel Glück. Genau so habe ich mir euch Wissenschaftler immer vorgestellt. Ich frage mich nur, wo dieser Prokop ist. Allein der Name, Prokopf. Naja, notfalls verwirre ich ihn einfach mit meinen weiblichen Reizen. Hoffentlich nicht nur im Notfall. Sie sind Dr. Prokop. Freut mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen, Frau von Lahnstein. Ich glaube, das wird ein sehr interessanter Abend. Mal ehrlich, mit deinem familiären Hintergrund stehen dir doch ganz andere Türen offen.
Ich bin froh, dass zwischen meinem Vater und mir endlich alles wieder in Ordnung ist. Da werde ich ihn wohl kaum um Geld anhauen. Was hast du mit der Autorin? Du warst doch ganz begabt. Hast mich immerhin zweimal geschlagen. Ich hatte einen besseren Wagen. Gut, dann also die bürgerliche Nummer. Arbeiten, Geld verdienen, heiraten, Familie. Ist das jetzt deine neue Masche? Solltest du auch mal versuchen. Philipp, warum willst du plötzlich bei uns einsteigen? Arbeiten, Geld verdienen. Ein ganz normales Leben führen, schätze ich. Jetzt mal im Ernst, Nico hat genug Kohle. Was soll der ganze Zirkus hier überhaupt? Ich will endlich mal was machen, worauf ich stolz sein kann. Und Nicola auch. Ah, sieh an. Prinz zu Hohenfelden. Na? Auf der Suche nach einem neuen kriminellen Betätigungsfeld? Wenn ich das wäre, hätte ich mich direkt an Sie gewandt. Kaum aus dem Knast schon Oberwasser. Ich müsste dich was fragen. Kommst du nachher in mein Büro? Du weißt ja, wo du mich findest. Und jetzt mach die Tür zu. Von außen. Also, was hättest du für mich? Philipp, ganz im Ernst, ich kann dir nichts Adäquates anbieten. Und du willst ja wohl nicht ernsthaft in der Registratur anfangen. Doch. Ich bin bereit, jede Chance zu nutzen. Durch diese Inschrift lässt sich klar belegen, dass der Tempel von König Harschaverman I. erbaut wurde. Zu Ehren der Prinzessin, die er danach geheiratet hat. Für mich ist damit die Herrschaft der Prinzessin nichts weiter als Legende. Aber sind wir nun gespannt, wie Dr. von Lahnstein die Ereignisse deuten wird. Das beeindruckend, nicht wahr? War es jetzt der Vortrag? Ich habe kein Wort verstanden, was er gesagt hat, aber egal. Hey, wir sind das Team Helena. Schon vergessen? Vielen Dank, Dr. Prokop. Und jetzt bitte ich Frau von Lahnstein zu mir ans Podium. Vielen Dank, Professor Härte. Und vielen Dank, Dr. Prokop. Ihre Ausführungen haben mich sehr beeindruckt. Allerdings haben Sie meiner Ansicht nach etwas Wichtiges übersehen. Und zwar die Relevanz des Mythos. Heutzutage gehört es zum Allgemeinwissen, dass in mythologischen Überlieferungen tiefe Wahrheiten verschlüsselt sind. Wissen Sie, was ich mich frage? Warum die Vorstellung einer weiblichen Herrscherin für Sie so schwer zu akzeptieren ist? Haben Sie Angst vor starken Frauen? Die Duplikate müssen aussortiert werden, die Originale nach Jahrgängen sortiert. Und dann auch prüfen, ob der Post mit der Gesamtaufstellung übereinstimmt. Ich denke, das kriege ich hin. Mein Gott, wie oft soll ich es denn noch sagen? Ja, verdammt nochmal. Ja. Wissen Sie was? Ich rufe einfach nochmal an. Ja. Vorsicht, verdammt nochmal. Ups. Jetzt habe ich doch tatsächlich da einen Fleck hingemacht. Wie ungeschickt von mir. Naja, Philipp, nicht entmutigen lassen. Alle großen Männer haben mal klein angefangen. Und deshalb ist keine andere Deutung denkbar, als dass der Mythos reale Ereignisse beschreibt. Das frühe Kambodscha war uns um einiges voraus, meine Damen und Herren. Es wurde schon damals von einer Frau regiert. Also Archäologie wäre auch was für mich gewesen. Zum Studieren ist es nie zu spät, Charlie. Das siehst du doch an mir. Vielen Dank, Frau von Lahnstein. Die Fragerunde ist eröffnet. Vielen Dank für Ihre aufschlussreichen Ausführungen, Frau von Lahnstein. Aber gestatten Sie mir noch eine Frage. Gerne auch zwei. Welche Rolle kommt dem Fischer, dem angeblichen Geliebten der Prinzessin Mahendra Devi, in Ihrer Auslegung der Geschichte zu? Er war der Mann an ihrer Seite. Die Prinzessin war angeblich Herrscherin über ein riesiges Reich. Aber was hat er denn gemacht, wenn sie
Na, sagen wir mal salopp, zur Arbeit gegangen ist. Keine Ahnung, vermutlich die Forellen fürs Abendessen gefangen. Da hat sie ihm aber einen eingeschenkt. Ein kluges Mädchen. Wer? Seine Helena. Mahendra Devi war eine Prinzessin. Und Sie sagen ernsthaft, sie hat einen Fischer geheiratet? Warum hätte sie das tun sollen? Da fällt mir nur ein einziger Grund ein. Aus Liebe. Was zuckt der denn so komisch? Hat er irgendwas am Auge? Als Gentleman überlasse ich Ihnen natürlich das letzte Wort, Frau von Lahnstein. Und wenn ich Sie so betrachte, vielleicht sind Märchen manchmal auch nur zu schön, um wahr zu sein. Hi. Ah, Tristan, wie war dein Termin mit Philipp? Wie man's nimmt, sag mal, wäre das deine Idee mit Lahnstein Enterprises? Nein, ich dachte eigentlich, er geht zurück an die Uni. Aber offensichtlich möchte er gerne eine Karriere in der Firma anstreben. Von Karriere kann nicht wirklich die Rede sein. Es war nur noch was in der Registratur frei. Und jetzt rate mal, wer sich in diesen Job förmlich gerissen hat. Das ist nicht dein Ernst. Ich glaube, er will irgendwas Reelles machen, um dir zu beweisen, dass er mehr drauf hat, als Rallyes zu fahren und auf Kosten anderer zu leben. Aber das weiß ich doch längst. Er ist ein hochbegabter Wissenschaftler. Ich weiß es auch. Vielleicht schaffst du es ja, ihn davon zu überzeugen. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Man ist immer nur so gut wie sein Publikum. Ach ja? Jetzt komm schon. Viel Spaß noch. Arno, kommst du? Ja, der Vortrag war total spannend. Also ich interessiere mich ja auch für... Ja, und du kommst auch. Und Tschüss. vielleicht könnten wir mal... Tschüss. Andi, richtig? Trinkst du noch was mit uns? Ja, warum nicht? Also dafür, dass ihr auf der Bühne gerade so einen Zoff hattet, habt ihr euch aber auch ziemlich schnell wieder vertragen. Ihr seid ja sogar schon beim Du. Ja, anfangs hat er mich auch genervt. Aber dann ist ja die Diskussion doch noch ganz lustig geworden. Mir war nur nicht mehr das Thema so ganz klar. Starke Frauen, die sich nichts bieten lassen. Davon kannst du bestimmt auch ein Lied singen. Prost, Andi. Frau von Lahnstein, darf ich noch mal bitten? Und wie waren die Vorträge? Ja, ganz interessant. Vor allem die Nummer mit dem Fischer. Verstehe. Bist du auch vom Fach? Ich arbeite auf dem Bau. Damit habe ich mir mein Studium finanziert. Da haben wir was gemeinsam. Nee, ich mache das Vollzeit. Aber wir sind beide von der gleichen Frau beeindruckt. Habe ich recht? Nur fürchte ich, ist das völlig egal, denn sie geht heute Abend mit mir nach Hause. Abwarten. Da ist der Abend ja nicht vorbei. Ich sehe schon, du brauchst noch ein Bier, sonst kriegst du gleich richtig schlechte Laune. Was soll das jetzt? Bauarbeiter saufen den ganzen Tag oder was wolltest du mir gerade damit sagen? Komm. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich lasse euch zweimal allein. Es reicht, wir gehen. Was jetzt? Wir sind doch zum Essen eingeladen mit dem Dekan und der Archäologischen Gesellschaft. Und mit dieser Wurst? Ja, natürlich. Wo ist dein Problem? Vergiss es. Andi? Ich bin raus aus der Nummer. Kleiner Zusammenstoß mit Prokop? Wieso? Ich bin Bauarbeiter. Die saufen gerne. Der Typ war ja wohl eine richtige Schnitte, ne? Packert einfach an meiner Freundin rum. Ist hier noch ein Platz frei? Was denn so allein? Wo haben wir denn Heribert gelassen? Ja, ich geh mal nach Lilly gucken. Ja, Na? Ich hoffe, das vorzügliche Abendessen war toll. Haben die Wachteln etwa nicht gemundet? Ach, die Wachteln waren super. Die Austern auch. Aber am besten war der Champagner. Und danach sind wir noch ein bisschen auf die Terrasse. Es war ziemlich kalt, aber Heribert hat mir seinen Mantel gegeben. Irgendwie ist er mir immer näher gekommen und hat mir so tief in die Augen gesehen. Und dann wurde mir ganz heiß und dann wurde ihm ganz heiß. Und Danke, dass du mir das so im Detail erzählst. Ich hoffe, dieser Heribert ist explodiert. Du hast mich die ganze Zeit nur verärgert.
Ich brauche noch ein Bier. 2. Du kommst aber spät. Es gab viel zu tun. Und? Es war furchtbar. Ich will einfach eine völlig normale Karriere machen. In der Registratur. Lass mich raten. Tristan. Ich habe mich vorhin kurz mit ihm unterhalten. Philipp, du musst für mich kein anderer Mensch werden. Ich liebe dich so, wie du bist. Komm, ich zeig dir was. Ein Teleskop. Ich habe es vom Dachboden holen lassen. Man darf seine Träume nicht aufgeben. Meine Leidenschaft war immer die Fotografie und ich könnte mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Bitte, du darfst die Astronomie nicht aufgeben. Das ist der Teil aus deiner Vergangenheit, den du wirklich liebst. Ich geb's ja zu. Es war ganz nett, mit ihm zu flirten. Das habe ich dir auch angemerkt. Mann. Ich wollte dich aber auf keinen Fall kränken. Das glaubst du mir doch, oder? Ich kann ihn ja auch irgendwie verstehen. Er wäre schön bescheuert, wenn das bei einer Frau wie dir nicht versuchen würde. Ich habe mich nur so saumäßig unterlegen gefühlt. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, der war halt so schlau. Und dann auch noch so... Ich dachte halt, was habe ich einer Frau wie dir schon zu bieten? Ja, du hättest euch mal sehen sollen, wie ihr da auf diesem Podium standet. Das ging nur so hin und her. Artefakt hier, Mythos da. Und diese Mahageshi aus der Geschichte, die hatte auch nur Ärger an den Hacken, weil die sich in den falschen Kerl verliebt hat. Weißt du was? Dann erzähle ich dir jetzt mal, wie es wirklich war. Mahendra Devis Regentschaft war eine goldene Ära. Denn sie hatte die richtige Wahl getroffen für den armen Fischer, den sie von Herzen liebte. Und als ihr irdisches Leben erlosch, nahm die Göttin Durga die Asche der Königin und ihres Mannes, dem Fischer, und verstreute sie am Himmel. Und so wurden sie zu Sternen, in Ewigkeit vereint. To